Der Panda-Roboter von Frank Chemica wird in einer solchen Box geliefert. Alles drin, was du brauchst, um zu starten. Ehrlich gesagt, das Aufbauen auf den Tisch erspare ich uns. How to set up Panda oder Aufbauen, Installation liegt bei. Schrittweise erklärt, wie der Aufbau stattfindet, welche Kabel ihr wo anschließen müsst. Es hat sogar eine Bohrlehre, falls du es am Bürotisch befestigen willst. Alles Notwendige in der Box. Tipp dafür, die Schaumstoffeinlagen, die drin sind, nie wegwerfen. Man weiß nie, wenn man den Roboter von einem Gebäude ins andere Gebäude transportieren will, damit du einfach immer sicherstellen kannst, dass du alles wieder in die Box reinkriegst und Transportfähigkeit erstellen kannst. Also, nicht wegwerfen. So, beginnen wir. Nachdem du den Panda-Roboter auf deiner Arbeitsfläche montiert hast, so wie ihr es auf dieser Seite hier seht, sind zwei Roboter installiert. Einer mit der Franka Hand und der andere mit der Vakuumpumpe. Beides Standardkomponenten, sogenannte Endeffektoren, die ihr für eure Anwendung benötigt. Und das heißt, wir starten jetzt bei der grundsätzlichen Philosophie von Frank Chemica. Dafür konsultiere ich mal die Webseite von Franka selbst, die fancy Webseite von Franka. Introducing Frank Chemica Robot. Klar erkenntlich hier Soft Robot Performance, Smart and Industry Ready. Und hier insbesondere hervorzuheben dieses Soft Robot. Das, was wahrscheinlich alle, die jetzt hier gelandet sind, schon kennen, von der Bedienbarkeit, wie man mit dem Roboter umgeht, klar ersichtlich ist und auch aktiv genutzt werden kann. Das heißt nicht nur zum Programmieren, sondern eben auch um Umgebungsbedingungen zu erkennen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Die Philosophie grundsätzlich, so wie ich sie verstanden habe, erneut wiederholt dieser Ausdruck Roboter für jedermann. Wie kommt man zu dieser Aussage? Weiß ich jetzt gerade nicht, wie ich das erklären soll. Sollte wieder gestartet sein, aber der Roboter will nicht. Fahren wir mal ganz herunter. Keine Ahnung, was das war. Sobald ich den Roboter nun aufgebaut habe, benötige ich ja zum Bedienen des Roboters, damit ich Sicht auf das Interface habe, auf die Bedienoberfläche, einen Computer, der netzwerkfähig ist. Das heißt Laptop, Tablet. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, wie ich Verbindung zum Roboter aufbauen kann, beziehungsweise zwei Anschlüsse. Der eine Anschluss befindet sich an der Roboterbasis, ein Ethernet-Anschluss. Und der andere befindet sich am Roboter-Controller, an der schwarzen Box. Zwei unterschiedliche Netzwerke, die ich entsprechend konfigurieren kann, in der Limitation, wie sie Frank Chemica vorgibt. Wenn ihr dem beigelegten User Guide folgt, der in der Packung beiliegt, wenn ihr keine Verbindung aufbauen könnt, liegt es grundsätzlich an der Netzwerkeinstellung von eurem Gerät, wo ihr darauf zugreifen wollt. Das heißt, holt euch dort Hilfe. IT-Techniker kennen diese Netzwerkeinstellungen, damit ihr Verbindung mit der Roboterbasis aufbauen könnt. Also startet grundsätzlich in erster Linie Anschluss an der Roboterbasis beim ersten Setup. Anschließend könnt ihr die Einstellung ändern und euer Hardware-Setup, wie ihr zugreifen wollt, entsprechend auch anpassen. Was ihr sonst noch dazu benötigt, um sagen wir mal, flexibler zu sein oder später auch modulweise auszubauen oder auf alle Funktionen zuzugreifen, ist zum Beispiel einen Ethernet-Switch in jeglicher Form. Das ist jetzt hier mal so eine Industrieversion, aber grundsätzlich reicht auch ein kostengünstiger Ethernet-Switch aus dem Fachmarkt. Der genügt völlig. Vor allem dann, wenn ihr mehrere Geräte habt, wie zum Beispiel externe Kommunikation über Modbus,
Jetzt hier am Beispiel an einem Modbus-Koppler, wo anschließend verschiedene Karten angeschlossen werden können. In dem Fall hier habe ich jetzt eine Karte mit 8 digitalen Eingängen und 8 digitalen Ausgängen in Form von 24 Volt. Bei der Karte sind es 4 Ausgänge, die ich schalten kann, potentialfrei, welche mir auch die Schaltung von eben nicht mit Potential, sondern ein reiner Schalter ist. Wenn ihr auch zum Beispiel Leistung schalten wollt, einfach immer darauf achten, auf das Datenblatt des jeweiligen Kopplers, welche Leistung ihr dort schalten könnt, welche Leistung ihr dort entsprechend konsumieren könnt. Für allfällige Gebraucher, sei das eine Lampe oder ein Motor oder ein Sensor. Das ist das Equipment, was ihr grundsätzlich braucht. Selbstverständlich braucht es ein Ethernet-Kabel, wenn ihr die Verbindung zwischen Ethernet-Switch, Computer, Laptop, Tablet oder auch dem Controller aufbauen wollt. Weiter, grundsätzlich die Frage kommt oft auf, kann ich über Wireless auf den Roboter zugreifen? Selbstverständlich ist das möglich, wenn ihr entsprechend einen Wireless-Router am Roboter anschließt, worauf ihr dann über das Netzwerk, über das Wireless von eurem Tablet, von eurem Handy oder von eurem Computer entsprechend darauf Zugriff habt. Auch dort wieder IT-Techniker, Netzwerktechniker können so ein Setup aufbauen. Das hat grundsätzlich nichts mit der Roboterseite zu tun, ist reine Netzwerktechnik. So, Franka-Desk. Bevor wir zu Franka-Desk kommen, will ich euch die Welt von Franka kurz in Form von den Möglichkeiten, wie man auf den Roboter zugreifen kann, erklären. Dafür logge ich mich in der Franka World ein. Da sind wir. Ich bin in meinem Account, Gmail Engineering. Ja, bei der Gelegenheit ohne Franka World Account macht der Panda-Roboter wenig Spaß. Franka World sorgt dafür, damit du eben in dieser Software-Lizenz-Geschichte ja, quasi nichts zu tun hast. Später mehr dazu. Wir gehen kurz auf Hub. Hub ist eine Informationsplattform, wo grundsätzlich mal das Franka-Roboter-System nochmals erklärt wird. Und hier in dieser Darstellung, an dem kann ich euch am besten erklären, wie ihr auf den Roboter zugreifen könnt und wie ihr mit diesem System arbeiten könnt. Grundsätzlich dreht sich alles um den Roboter-Controller, die schwarze Box, 19 Zoll, wo eben auch die Ethernet-Schnittstelle und der Energiesignalanschluss zur Roboterbasis ersichtlich ist. Und auf der linken Seite der Roboterarm. Grundsätzlich ist die Intelligenz auf dem Roboter-Controller zu finden. Und hier visuell dargestellt habt ihr eigentlich 2 Welten, wie ihr auf den Roboter zugreifen könnt. Angefangen mal auf der rechten Seite, die hellgraue Seite, ist die sogenannte Non-Real-Time. Ich für mich nenne sie Desk- oder Desk-App-Welt. Das heißt, mit diesen Quadraten, mit den Apps den Roboter programmieren. Das ist die Welt, die Franka meint mit Roboter für jedermann. Das heißt, ohne Programmierkenntnisse auf eine andere, auf eine visuelle Art, auf eine intuitivere Art eine so komplexe Technologie programmieren zu können und zum Erfolg zu führen und Erfolgserlebnisse zu schaffen. Heißt noch lange nicht, dass es kein Training, keine Schulung braucht. Dafür eben auch diese Video-Session bzw. Video-Sessions. Auf der linken Seite die Real-Time-Seite. Franka nennt das eigentlich FCI, Franka Control Interface. Das ist mit dem, wo sie gestartet sind, das heißt die Forschungsinstitutionen, die Hochschulen, eigentlich grundsätzlich alles, was sich um Forschung dreht, um diese künstliche Intelligenz, Maschinenintelligenz, wo FCI zusammen mit der LibFranca auf GitHub eine hervorragende Ausgangslage bereitstellt, um wirklich Grundlagenforschung anzuwenden. Das heißt, die Realtime-Seite ist nicht nur zum Kontrollieren vom Roboterarm für die Bewegungen, sondern auch die Auswertung der Sensordaten.
jeglich verfügbare Sensordaten, die der Roboter hergibt, eigentlich primär von den 7 Achsen, von den 7 Drehmomentsensoren ausgehend. Aber eine Anwendung umsetzen kann ich grundsätzlich auf beiden Seiten. Wichtig zu wissen ist grundsätzlich, wenn ihr die Bedienungsanleitung, das User Manual von Franka Emica beizieht, spricht Franka von einer ja, wir nehmen mal jetzt den normativen Ausdruck, gemäß der Maschinenrichtlinie, von einer unvollständigen Maschine auf der rechten Seite, in der sogenannten Desk-Welt, in der App-Welt. Das ist das, was beabsichtigt wird, um in der Industrie einzusetzen. Und die linke Seite, selbstverständlich könnte ich das auch in der Industrie einsetzen, aber die bestimmungsgemäße Verwendung ist genau eben nicht für das. Und was ich hier umsetzen kann, bzw. realisieren kann, heißt noch lange nicht, dass ich dasselbe einfach übersetzen kann und in Appsprache und mit der Nutzung von Apps auch umsetzen kann. Dort ist grundsätzlich das größte Missverständnis. Auf der linken Seite kann ich auf alle mögliche Art auf das System zugreifen, was dieses digitale System mir hergibt und die Physik dann auch entsprechend limitiert. Und auf der rechten Seite bin ich in einer grundsätzlich geschützten Umgebung, aber auch in einer limitierten Umgebung. Wir werden später bei den Erklärungen der einzelnen App-Funktionen eben in dieser Desk-Welt auch auf bestimmte Limitationen konkret eingehen, welche allenfalls auf der Franka Control Interface Seite gar nicht existieren, diese Limitationen, oder beziehungsweise eine größere Limitation weiter draußen vorliegend ist. Die anderen Darstellungen, das heißt um die Franka Desk herum, inklusive diesem LibFranca, sind eigentlich Zugangsseiten, also wo ihr Zugriff auf das System habt. Das heißt, auf der Franka Control Interface Seite ist es eben die LibFranca, wo ihr mit einem RT-Batch-System auf den Roboter zugreifen könnt. Und in der Desk-Welt könnt ihr grundsätzlich hier rechts oben eben mit einem netzwerkfähigen Gerät auf den Robotercontroller zugreifen. Und für uns als App-Entwickler, das richtet sich jetzt an Partner von Franka Emica, die auch Apps entwickeln, gibt es das RIDE und External Services. Wenn ihr zum Beispiel ein Drittpartei-Hardware integrieren wollt, braucht ihr eigentlich diese Services, wo ihr dann die Kommunikation zwischen diesem Gerät und dem Robotercontroller sicherstellen könnt. Und auf der RIDE-Seite geht es darum, eben diese Apps zu entwickeln und über die Plattform Franka World den Kunden, dem Markt zur Verfügung zu stellen. Und apropos, Internet braucht ihr nicht, der Roboter muss nicht online sein, kann aber, sobald er online ist eigentlich das Handeln, das Arbeiten mit dem Roboter, insbesondere mit Lizenzen, stark vereinfacht, aber es geht auch offline. Das ist auch immer wieder so eine Frage. Franka Desk, das Interface. Auf diesem Webserver seht ihr aufgeteilt in mehrere Abschnitte auf dem Interface, habt ihr grundsätzlich links unten begonnen, habt ihr eure Tasks im Auslieferungszustand selbstverständlich leer. Ich mache hier kurz ein Beispiel. Dementsprechend hier gelistet. Ihr könnt hier diesen Task downloaden. Bitte beachtet dabei, dass ihr einen Download im Browser macht. Das heißt, er findet sich dann in den entsprechenden Download-Ordner eures Verzeichnisses. Und physisch gespeichert ist dieser Task auf dem Roboter-Controller. Das heißt, es empfiehlt sich eigentlich, wenn ihr einen Task, ein Programm erstellt habt, den entsprechend auch zu sichern und insbesondere auf mehreren Feldern zu sichern. Das heißt, nicht nur auf dem Computer, sondern vielleicht auch auf dem Server oder auf einem Memory Stick, einfach redundant gebackupt. Ihr könnt einen Task duplizieren, indem ihr einfach mal den Vorschlag annehmt. Das heißt, diese Version hier ist eine exakte Kopie zum Zustand, zum Zeitpunkt, wo ihr die Kopie erstellt habt, ist dann nicht mehr abhängig. Ihr könnt den Task umbenennen.
ihr könnt den Task löschen. Löschen bedeutet weg. Es gibt, da es ein Webserver ist, kein Ctrl-Z oder Undo oder zurück oder wiederherstellen. Das heißt, sobald ihr dann hier auf Yes drückt, ist der Task weg. Schon nur daher empfiehlt sich entsprechend Backup auszuführen. Im unteren Bereich habt ihr die Apps, die ihr entsprechend erworben habt. Hier in dem Fall hier seht ihr nun, das ist das Application Package von Gemelli Engineering und das Communication Package. Das heißt, es sind alle Apps drin, die entsprechend hier dargestellt sind. Diese Kombi ist auch erhältlich als sogenanntes Essential Package zusammen mit dem Roboter. Aber von der App-Anzahl her und von den Funktionen ist es eigentlich Application Package und Communication Package. Was ihr noch grau seht hier, ist ein Package für die Picket-Kamera, die 3D-Kamera und auch noch die 2D-Kamera von Baluf. Welche Apps, die auch noch ausgegraut sind und invalid sind, sind aktuell auf diesem Roboter, da der Vakuumgreifer angeschlossen ist, auch die Greifer-Apps für die franke Hand. Auf dem zweiten Roboter, wo eben die Vakuumpumpe nicht angeschlossen ist und die franke Hand angeschlossen ist, ist es genau umgekehrt. Da sind diese verfügbar und die anderen eben nicht. Das richtet sich entsprechend an den Einstellungen, die ihr später seht am Endeffektor, wo im Hintergrund der entsprechende Endeffektor geladen wird und dann auch erfordert, dass der angeschlossen ist, sonst sind die Apps entsprechend nicht verfügbar. Die Apps werden aufgeteilt, ich nenne die eigentlich Einzel-Apps. Das heißt, es sind die im unteren Bereich hier und oben die Gruppen-Apps oder auch Supportive-Apps genannt. Der einzige Unterschied ist grundsätzlich, dass ihr Gruppen-Apps und Einzel-Apps unterscheiden sich in ihrer Form und in ihrer Anwendung. Das heißt, Gruppen-Apps können grundsätzlich andere Apps in sich aufnehmen. Und Einzel-Apps können entsprechend nur als Einzel-App verwendet werden. Und da landen wir schon bei einem Task, der oben dargestellt ist. Ihr seht hier einen grauen Balken, der über das ganze Feld reicht. Dort sind die globalen Einstellungen. Und ich empfehle euch immer eigentlich in der Nutzung mit den Apps von Gemelli Engineering, dass ihr den Override Speed, das heißt die grundsätzliche Geschwindigkeit des Roboters, immer auf 100% stellt. In Apps von Gemelli Engineering ist die Nutzung eigentlich so eingestellt, dass es nicht zu schnell ist mit den Standardwerten, aber auch nicht zu langsam. Ihr habt hier einen Reiter Cartesian Compliance. Könnt ihr euch so vorstellen, das ist die Weichheit, also die Federwirkung im kartesischen Raum. Das heißt, im Raum vorne am Endeffektor in der Richtung X, in der Richtung Y, in der Richtung Z. Und entsprechend um die 3 rotativen Freiheitsgrade der linearen Achsen. Ihr könnt euch vorstellen, 100% ist so steif, so hart wie möglich und 0% ist so weich, wie das System hergibt. Ich belasse grundsätzlich die Standardwerte immer so. Das genau Gleiche ist im Achsraum, das heißt, der Panda-Roboter hat ja 7 Achsen und dementsprechend von unten aufgezählt, von der Roboterbasis, Achse 1 bis zur Achse 7, vorne am Endeffektor, wo ihr die franke Hand oder den Vakuumgreifer anschließt. Die letzten beiden Reiter richten sich um die Force Thresholds, das heißt, das ist die Kraft- oder Momentlimite, die der Roboter permanent überwacht. Also wenn eine Kollision stattfindet und ein gewisser Wert überschritten wird, stoppt der Roboter automatisch. Die Standardwerte belasse ich grundsätzlich immer Standard, wie sie, wenn ihr einen neuen Task erstellt. Die sind bei Frank Chemica auf kartesisch 10 Newton bzw. 5 Newtonmeter im rotativen Raum. Und entsprechend auch im Achsraum jede einzelne Achse. Wichtig zu wissen ist, dass diese Einstellungen oben in der Taskleiste grundsätzlich global gültig sind. Das heißt, es richtet sich an alle Apps, die hier drin sind, außer wenn ich sie eben lokal mit gewissen App-Funktionen priorisiere. Daher ist meine Empfehlung immer,
dass ihr hier mit möglichst tiefen Werten arbeitet, um eine möglichst sichere Anwendung zu erlangen. Insbesondere dort, wo man Newton, also Kraft, oder Newtonmeter, also Drehmoment, einstellt, dass ihr dort vorsichtig seid mit den Einstellungen, lieber zu tief als zu hoch. Das zu den Apps und den Task-Einstellungen. Auf der rechten Seite Francadesk habt ihr gewisse Informationszustände. Von unten nach oben seht ihr hier diesen Run Task, der jetzt aktuell nicht aktiv ist. Der wird aktiv, sobald ihr eben den Aktivierungstaster betätigt. Der mitgelieferte Zustimmtaster hat exakt die gleiche Funktion, eigentlich in umgekehrter Reihenfolge. Das heißt, dieses im Manual beschrieben Teach, Step Back and Try wird mit diesem Zustimmtaster sichergestellt. Ihr habt hier die Joint Bremsen, aktuell gelöst, die Bremsen. Jetzt sind sie aktiv, die Bremsen. Ich löse die wieder. Dann kommen die 7 Klicks pro Achse. Anschließend habt ihr die Verfahrmodi. Das heißt, die Art und Weise, wie der Roboter sich verhält, wenn ihr ihn von Hand führt. Das heißt, im linken unteren Bereich alle Freiheitsgrade frei. Nur in Translationsrichtung, das heißt XYZ vom Endeffektor. In rotativer Richtung, das heißt nur um den Endeffektor herum drehend oder frei wählbar. Diese Einstellung hier ist die einzige Einstellung, die ihr über Desk machen müsst. Der Rest ist auch über den Pilot oben auf dem Roboterarm zugriffbar oder änderbar. Hier oben der Pilot Mode, könnt ihr die Tasten, die oben auf dem Pilot sind, entweder aktiv haben, um Einstellungen in gewissen Apps zu machen, oder auf Gripper ändern. Dann könnt ihr mit den Tasten den Endeffektor steuern. Das heißt, Bewegen der Finger oder Vakuum ein- oder Vakuum ausschalten. Schlussendlich Settings, beziehungsweise über die 2 horizontalen Linien kommt ihr ins Menü, wo auch das User Manual verfügbar ist. Es wird auch die Vakuumpumpe erklärt, Neustart, herunterfahren und der aktuelle Benutzer, der angemeldet ist, wird angezeigt. Das Wichtigste hier Settings, wichtigste nebst dem User Manual. Seht ihr hier eine Übersicht von Francadesk. Ihr seht, welche Firmware installiert ist. Die 4.04 ist die aktuellst verfügbare zum heutigen Zeitpunkt. Ihr seht die Statusanzeigen, welche grundsätzlich grün dargestellt sind. Im Bremsen eingeschalteten Zustand sind gewisse davon auch gelb. Die Firmware-Version der einzelnen Achsen und die Netzwerkeinstellungen werden angezeigt. Hier in meinem Fall, wie gesagt, vorhin erwähnt, die 192.168.01 über die Roboterbasis. Hier ist der Ethernet-Anschluss oder Roboterbasis. Oder über das Shopfloor-Netzwerk, der Anschluss am Roboter-Controller, der frei definierbar ist. Kommen wir gleich dazu. Das sind die Informationen, die ihr auf dem Dashboard gesehen habt. Hier die Einstellungen dazu. Grundsätzlich empfehle ich, dass ihr die Einstellung der Roboterbasis immer so lasst. Dann wisst ihr auch, wenn was mal mit dem Shopfloor-Netzwerk nicht funktioniert, habt ihr immer die Möglichkeit, über die Roboterbasis, über eine Standardadresse darauf zuzugreifen. Im Robotics Lab der Gemelli Engineering AG haben wir grundsätzlich ein definiertes Setup des Netzwerks. Das heißt, wir sind grundsätzlich immer in diesem Netzwerk, das heißt von Wireless-Router, von Ethernet-Switch zu Roboter, zu Geräten, die darauf zugreifen, sind immer im gleichen Netzwerk. Und am Schluss nummerieren wir hoch von 150, bis entsprechend die Limite erreicht ist von dieser Netzwerk-Range. Die 2 Roboter, die zur Verfügung stehen für diese Session, sind 180 und 182 in der Endnummer. Die Netzmaske, der Gateway über den Router, der am Internet angeschlossen ist, und die DNS entsprechend, damit der Roboter und auch der Router weiß, wo er was zu welchem Zeitpunkt erreichen kann. Auch der ist möglich über DHCP-Client, in unserem Fall nicht. Wenn ihr da Änderungen vornehmt, nicht vergessen, diese anzuwenden. Ihr habt hier die User, in unserem Fall einen User. Ihr könnt einen neuen eröffnen.
Know how now, ein Passwort setzen, das mindestens 9 Charakter hat, dieses entsprechend zu bestätigen, speichern. In der folgenden Version, darf ich das schon erzählen? Ich denke schon. Wird es hier, ich zeige euch das kurz, in der Version 4.1 wird es hier noch eine Möglichkeit geben, zwischen 2 Nutzerrollen zu unterscheiden. Das heißt eigentlich der Admin, der vollen Zugriff hat, und der Operator, der gewisse Einstellungen dann eben nicht machen kann, wo eingeschränkt ist. Sehr gut zu nutzen, um, wenn ein Programm, eine Applikation mal fertig ist, damit nicht keine Änderungen mehr danach gemacht werden können. Ich habe die Endeffektor-Einstellungen, wo ihr grundsätzlich mal die 2 Standard-Endeffektoren wählen könnt. Ja, das heißt die Vakuumpumpe von Schmalz, die Franka Schmalz-Vakuumpumpe, und die Franka Hand, keinen Endeffektor oder einen eigenen definierten. Ich belasse das hier auf Schmalz. Auch hier, wenn ihr Änderungen vornehmt, nicht zu vergessen, diese anzuwenden. Wenn ihr die technischen Daten hier einsehen wollt, habt ihr die Möglichkeit, eigentlich das Kollisionsmodell zu laden. Das ist eigentlich das Volumen, das virtuelle Volumen, welches dieser Endeffektor einnimmt, damit er auch erkennen kann, wo er hinfahren darf, damit er sich selber nicht berühren kann. Hier könnt ihr frei wählen zwischen den 3. Die wichtigste Kenngröße, der wichtigste Parameter ist das Gewicht. Insbesondere wenn ihr dann noch am Endeffektor zusätzliche eigene Infrastruktur aufbaut, also Geräte dran baut, die gewichtsrelevant sind. Das hier ist der Massenschwerpunkt. Bitte beachtet, dass die Einheiten in Meter sind. Das ist vom Ursprungskoordinatensystem in 0, 0, 0, also in x, y, z ausgesehen. Hier sieht man jetzt, dass es ein symmetrischer Greifer ist, das heißt der Massenschwerpunkt ist 63 mm weiter entfernt vom Endeffektor, aber in x und y keine Verschiebung mehr. Hier dann der Trägheitstensor, das heißt die Massenträgheit dieses Endeffektors, und die Transformationsmatrix, wo ihr den Ursprung vom Endeffektor haben wollt. Das hier ist die wichtigste Information, die ihr setzen müsst. Standardmäßig, wenn ihr hier einen Standardgreifer anwendet, müsst ihr euch grundsätzlich nicht darum kümmern, außer ihr beim Vakuum oder auch bei der Franka Hand eigene Finger montiert, wo ihr den Tool Center Point verschieben möchtet. Ist grundsätzlich hier die X-Komponente, die Y-Komponente und die Z-Komponente, auch wieder in Meter. Und diese 3x3-Matrix definiert eigentlich die Rotation auf dieses Koordinatensystem. Es empfiehlt sich grundsätzlich, dass ihr ein definiertes Koordinatensystem habt. Wir helfen euch hier gerne, wenn ihr diese Einstellungen ändern möchtet und wenn was nicht passt. Dann habt ihr die Modbus-Einstellungen. Dort könnt ihr ein externes Gerät, wie zum Beispiel eben diesen Modbus-Koppler, anschließen und über das JSON-File, was ihr hier hochladen könnt oder auch das aktuelle runterladen könnt. Das System ist klar. Factory Reset setzt alles zurück. Move to Back Pose, wenn ihr ihn zurück in die Kiste legen wollt. Und die Franka World Seite, wo jetzt bei dem Roboter hier alles up to date ist. Der Roboter ist online, sonst würden hier Updates angezeigt. So, das ist ein Roboter. So, nun kommen ein paar Hardware-Tipps und Tricks. Indem man auf das Display schauen würde oder so, wenn die Kamera wäre besser.